Hast du zu Hause immer noch mechanische Gurtwickler verbaut? Ja, und läufst du jeden Tag von Raum zu Raum zu Raum, um deine Rollläden abends zu schließen und morgens wieder zu öffnen? Gehörst du zu den Leuten, die zur Urlaubszeit ihre Rollläden zur Hälfte runterlassen? Ja, damit auch der letzte Einbrecher erkennt, dass du nämlich nicht zu Hause bist. Ja, dann musst du dir auf jeden Fall unser Video anschauen. Ja, für all diese Themen gibt es nämlich eine ganz praktische Lösung, unsere elektrischen Gurtwickler. In dem heutigen Video zeigen wir dir unsere Gurtwickler Rollotron Premium und Rollotron Premium Smart. Die Umrüstung geht ganz einfach und schnell und genau das zeigen wir dir jetzt. Ja, wie ihr seht, haben wir hier noch unsere mechanischen Gurtwickler verbaut. Und wenn ihr solche mechanischen Wickler habt, dann kennt ihr das vielleicht. Ihr müsst abends über die Couch klettern und eure Rollläden manuell schließen. Kann man so machen, ist aber nicht wirklich komfortabel. Und deshalb werden wir gleich unseren Rollotron Premium in der Smart-Variante einbauen. Smart bedeutet, dieses Gerät hat einen Funkempfänger. Ihr könnt also unsere Fernbedienung anmelden. Ihr könnt das Gerät am Gateway Premium anmelden und per App steuern und wenn ihr möchtet sogar per Sprache bedienen. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir das Gerät mal ein. Bevor ihr mit dem Umbau anfangt, solltet ihr einmal prüfen, welche Lochabstände euer alter Gurtwickler hat. Unsere Gurtwickler sind für Lochabstände von 16,5 bis 18,5 cm geeignet, passen also praktisch in jeden Gurtkasten rein. So, jetzt werden wir erstmal den alten mechanischen Wickler ausbauen und dazu lasst ihr im ersten Schritt den Rollladen komplett herunter und könnt dann die Schrauben lösen, damit ihr den Gurtwickler ausbauen könnt. Achtet darauf, dass ihr euch nicht an der vorgespannten Feder verletzt. Diese müsst ihr entweder ganz langsam abrollen oder, so wie in meinem Fall, kann ich die Rolle einfach mit einem kleinen Haken sichern, sodass diese nicht abgerollt werden kann. Dann kann ich das Gurtband von dem Haken runternehmen und das Gurtband entfernen. Das Gurtband sollte eine Länge haben, die ungefähr 20 cm unter dem Gurtkasten endet, dann ist es genau ideal. So, und jetzt können wir unseren Gurtwickler vorbereiten. Einmal zum Anschluss. Ihr könnt das Gerät mit einem 230 Volt Anschlusskabel, was im Lieferumfang enthalten ist, fest anschließen, sodass ihr den Stecker einfach nur in die Steckdose einstecken braucht. Oder ihr könnt euch 230 Volt in den Gurtkasten anlegen und dann kann das Gerät nachher so angeschlossen werden, dass ihr das Kabel gar nicht seht. Das werden wir nachher bei uns machen. So, erstmal stecke ich aber hier den Stecker in die Steckdose ein und jetzt müsst ihr prüfen, ob der Haken, wo das Gurtband gleich aufgelegt wird, an der richtigen Stelle ist. Wenn das nicht der Fall ist, könnt ihr einfach durch Drücken der Auf-Taste den Haken genau in die richtige Position fahren, sodass ihr das Gurtband auflegen könnt. So, hier haben wir unseren Haken und können jetzt das Gurtband auflegen. Stecker wieder aus der Steckdose raus. Und jetzt wird das Gurtband unterhalb von der Umlenkrolle eingelegt und kann dann auf den Haken aufgelegt werden. So, etwas stramm ziehen und jetzt werde ich den Stecker wieder in die Steckdose stecken und kann dann einige Umdrehungen das Gurtband aufspulen. So, jetzt ist das Gurtband einige Umdrehungen aufgerollt und so können wir den Wickler wieder in die Wand einbauen. Ich werde jetzt meinen Gurtwickler mit meiner 230 Volt Versorgung in der Wand fest verbinden und dann bin ich gleich wieder da. Bevor ihr das Gerät wieder in die Wand einsetzt, bitte noch einmal die Gurtabdeckung aufsetzen, damit das Fach hier sauber verschlossen ist. So, und jetzt kann unser Gurtwickler wieder in die Wand eingesetzt werden und festgeschraubt werden. Abschließend noch einmal die Schraublochabdeckung montieren. Und dann können wir mit der Endpunkteinstellung fortfahren. Bei der ersten Betriebnahme blinkt direkt Endpunkt in der Anzeige, um den oberen Endpunkt einzustellen. Dazu drücke ich jetzt einfach die Taste nach oben und halte diese gedrückt, bis mein Rollladen komplett geöffnet ist. Mit OK bestätigen und anschließend die Taste abwärts drücken und den unteren Endpunkt einstellen.
Endpunkt unten auch mit OK bestätigen. Und jetzt werden noch einige Sachen abgefragt, die man für die erste Inbetriebnahme benötigt, wie zum Beispiel hier die Uhrzeit. Dann wird das Datum abgefragt, das Jahr. Die Postleitzahl muss eingetragen werden, denn die wird später benötigt, um die Astrozeiten für morgens und für abends berechnen zu können. Auch das jeweils mit OK bestätigen. Und dann könnt ihr Schaltzeiten einstellen. Wir werden noch weitere Videos erstellen, wo wir die einzelnen Einstellungen genau erklären werden. Deswegen springe ich über diesen Punkt hinaus. Hier könntet ihr aber jetzt die Öffnungszeit einstellen und auch die Schließzeit. Und damit ist unser Gurtwickler bereits fertig eingestellt und ich kann mit einem Tastendruck jetzt meinen Rollladen öffnen. Frank hat uns ja gerade unsere Rollotron Premium Smart eingebaut und da es sich um die Smart-Variante handelt, habt ihr auch die Möglichkeit, zum Beispiel unsere Fernbedienung Smart an dem Rollotron anzumelden. Wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt mal. Ihr müsst dazu in den Menüpunkt 9.9.1. Hier seht ihr an der Stelle die bereits angemeldeten Geräte. In unserem Fall haben wir 2 Geräte angemeldet. So, wenn On erscheint, ist der Anmeldemodus aktiv und jetzt drückt ihr an der Fernbedienung einmal kurz die Verbinden-Taste und wählt dann die Gruppentaste aus, worauf der Rollotron laufen soll. Das testen wir jetzt einmal. Das sieht gut aus. Da es sich um die Smart-Variante handelt, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, die Rollotron-Geräte an unserem Gateway Premium anzumelden. Das ist natürlich richtig cool, weil dann könnt ihr von zu Hause aus oder aus der Ferne die Geräte über unsere HomePilot-App bedienen. Die Rollotron-Geräte haben auch eine Blockier- und Hinderniserkennung. Das heißt, wenn das Gerät ein Hindernis erkennt, so wie in unserem Fall hier unseren Kerzenständer, den wir draußen auf der Fensterbank vergessen haben, bekommt ihr eine Info in der App. Ihr habt sogar die Möglichkeit, auch euch Push-Nachrichten schicken zu lassen. Das ist natürlich richtig smart. Wir sind wieder in unserem Wohnzimmer und um jetzt die Rollläden zu schließen, brauche ich nicht mehr über die Couch zu klettern. Ich kann einfach meine Fernbedienung nehmen und die Rollläden einzeln oder auch in Gruppen gemeinsam schließen. Ja, wie die Geräte über unsere HomePilot-App bedient werden, das habe ich euch ja gerade eben schon gezeigt. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, unsere Gurtwickler Rollotron Premium Smart per Sprachsteuerung zu bedienen über Amazon Alexa oder Google Assistant. Alexa, öffne Wohnzimmer. Okay. Frank, mechanische Gurtwickler umrüsten. Kein Problem mit unseren elektrischen Gurtwicklern und der Umbau geht wirklich ganz schnell. Schnell und einfach. Ja. Und das Gute ist, ihr könnt die Geräte auch sehr gut in Mietwohnungen einsetzen, denn beim Wohnungswechsel könnt ihr die Geräte einfach ausbauen und wieder mitnehmen. Ein Hinweis noch, unsere Gurtwickler Premium gibt es einmal in der Power-Variante mit 60 Kilo Zugkraft und in einer Mini-Gurt-Variante für Gurtbandbreite 15 mm. Ja, dann würde ich sagen, ist so gut wie alles gesagt zu den Geräten. Ja, damit ihr keines unserer Videos mehr verpasst, bitte hier auf den Abonnieren-Button klicken. Wir sagen für heute vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!